ich hatte ja eigentlich gehofft, ich komme zu dem Drachen. Der jetzt ja da hinten ist. Da bin ich hier gerade hergekommen. Darf ich gerade zurück? Nee, ne? Ich glaube, ich laufe da auf dich zurück, oder? Nee, ich war bei dem Dings. Nee, ich bin nicht zurückgelaufen. Okay, gut. Das hätte mich jetzt auch schwer irritiert, wenn ich Can't zurückgelaufen find wäre. Genie by just walking. Ich finde den Genie nicht, wenn ich nur laufe, gehe. Achso, ich muss springen. Gut, dass du mir den Tipp gegeben hast. Jula. Okay, hier geht der Pfad weiter. Und ich bin so froh, dass ich nicht zurückgelaufen bin. I dreamed of a time when the machines had grown their own intelligence and built their own village, a shiny little town of dwarves. They busied themselves with building and making a place of their own in the world. But where were the people? As I wondered, a tiny machine with huge spectacles appeared before me. Instantly, I saw what had happened to all the people. I saw a plaque on a dry shoreline amidst smoldering ruins. It said, "We were here." It can't really be said that we did the best we could. Ich träumte davon, wie es sein würde, wenn die Maschinen ihre eigene Intelligenz entwickelt hätten und ihre eigenen Städte gebaut haben. Wie würden sie sein? Wie würden sie aufbauen? Und wo wären dann die Menschen, wenn die Maschinen alles übernommen haben? Ja, übernommen haben. Alles machen und selber denken können, während wir da noch zu gebrauchen. Oder dann kam so eine kleine Maschine auf mich zu und hat mit diesen Augen und hat gesagt, dann kam diese Vision und es sagte, wir waren hier, haben wir wirklich das Beste gemacht, was wir konnten. Und zu dem grünen Zeug sage ich mal nicht hin. Auch wenn ich könnte. Ich gehe jetzt hier einfach weiter. Und bin gespannt, was noch so auf euch wartet. Ich halte mal kurz Ausschau. Ein weiterer Weg, der irgendwie dahin führt. Aber irgendwie doch näher an den Berg mit der weißen Kuppel ran. Ja, wie wird eine Welt aussehen, wo die Maschinen vorherrschen? Ich erinnere mich da gerade an eine schöne Geschichte von Asimov, wo die Menschen nur noch durch ein Portal in der Tür gegangen sind und schon innerhalb von einer Sekunde am Ziel waren. Und alle sind nur noch durch diese Türen gegangen. Alle. Nur noch durch diese Türen. Zack, Arbeit. Zack, wieder zu Hause. Zack, Schule. Zack, wieder zu Hause. Zack. Bei Freunden zum Essen. Zack, wieder zu Hause. Zack, im Theater. Zack, wieder zu Hause.
Alle sind nur noch durch diese Türen gegangen. Und dann kommt da diese eine Frau, die Panik hat. Mein Sohn geht ungern durch die Türen. Hat er Angst vor den Türen? Nee, das ist es nicht. Manchmal geht er raus, kommt dann traurig wieder rein und geht durch die Tür. Ohne zu zögern. Ja, ich besuche sie mal. Und dann kriegt dieser Arzt halt mit, dass draußen die Roboter immer noch aktiv sind, die halt die Straßen reinigen, Blumen pflanzen, alles hübsch aussieht draußen. Und der Junge einfach die Natur liebt und gerne durch diese schönen Garten geht und alle anderen nur noch durch die Tür und zack, Schule. Und er geht halt gerne mal zu Fuß durch den Garten, zur Schule, weil es schön ist. Und die Geschichte endet dann damit, dass der Arzt sagt, nee, lass die Tür mal aus, ich glaube, ich gehe auch mal zu Fuß. Fand ich eine echt schöne Geschichte. Vor allen Dingen diese Vorstellung, dass keiner mehr draußen rausgeht oder mit dem Auto durch die Gegend fährt und die Natur einfach wieder wächst und alles draußen schön ist. Die Blumen blühen, die Roboter schneiden alles schön, der Rasen glatt und, Entschuldigung, gegen die Maus gekommen, der Garten glatt und alles gut. Und traurigerweise interessiert es keinen mehr, aber es ist noch da. Was draußen. Und ich weiß, ich bin falsch, aber ich gehe hier nochmal hin. Einfach nur, weil das schöne Zeugs hier in der Luft schwirbt. Ja, und hier ist ein Arm. Er fängt Roboter an. Haben die Maschinen doch hier schon die Welt übernommen? Ist Lula doch ein Roboter, der einfach nur den Weg nochmal geht, den er gegangen ist, um vielleicht, nur vielleicht, eine Erkenntnis zu gewinnen, die unglaublich ist, die die Welt auf den Kopf stellen wird. Und ja, die merkt dann so auch, wir sind gar keine lebendigen Lebewesen, wir sind Roboter, aber doch irgendwie lebendig, weil wir ein Bewusstsein entwickelt haben. Denn eigentlich ist es ja egal, worauf wir basieren, Hauptsache wir wissen, was gut ist, was schlecht ist oder wir ahnen, was gut ist und was schlecht ist und benehmen uns dementsprechend, dass wir möglichst wenig Schlechtes machen und möglichst viel Gutes. Andererseits, wer weiß das schon, was gut ist und was schlecht ist. Denn ich glaube, dass viel zu viele Leute denken, sie wären auf der guten Seite, wobei sie im Endeffekt dann auf der bösen Seite sind. In den Geschichtsbüchern. Ich gehe auch davon aus, ganz stark davon aus, dass die Stormtrooper denken, dass sie die Guten sind. Genau wie die Jedis. Dass sie für die Gerechtigkeit kämpfen. Und eine Seite liegt dann immer falsch. As I walk, I wonder what I will find at the top of the mountain of fire. I have only heard of the genie in stories and have never seen it myself. I feel awe, and with it, more than a little fear. Can there be reverence without fear? Awe without mystery? We seek answers but resist them when they threaten the notions we feel. Often, we prefer to dwell in the dreams of the heart than in the truth of the mind. The genie has power. This much I know. Ich habe den Genie nie gesehen, ich habe nur davon gehört und ich bin gespannt, wie er aussieht. Und den Rest habe ich wieder vergessen.
Was wird der Genie sein? Warum ist hier alles so komisch leer und muss ich wirklich da hinten hoch? Okay. Sieht ein bisschen aus wie bei Fallout New Vegas gerade. Aber ja. Was werde ich mit dem Genie anfangen? Wird das überhaupt was werden? Ja. Wird das Ziel meiner Reise mich wirklich voranbringen? Werde ich es total versauen? Bin ich der Held in dieser Geschichte oder bin ich einfach nur jemand, der einen langen Weg übernimmt? Und dann kommt der Nachspann. Und ich frage mich persönlich schon ein bisschen, was wird wohl im dritten Teil von Drizzlepath sein? Also ich weiß, dass es kürzer sein wird. Life, out of balance. I remember the miller's words. Is it our nature to think ourselves somehow separate from all other things? We do seem to perceive in extremes, light or dark, good or bad, happy or sad. When we follow any extreme path, life falls out of balance and we become grotesque caricatures of ourselves. Inside we become like a pregnant goblin, forever travailing but never giving birth. Empty vessels obsessed with fullness. Das Leben in Balance. Ist das Leben wirklich in Balance? Immer in der Mitte zwischen Gut und Böse. Sind wir wirklich gut? Sind wir wirklich böse? Halbe Gedanken, die ich schon formuliert hatte. Halb und gut, gut und böse, halb und gut. Gut und böse, glücklich und traurig, immer irgendwo dazwischen. Hatte der Müller vielleicht recht? Sind wir alle ein bisschen durchgedreht? Müssen wir immer glücklich sein? Bin ich gerade schneller geworden? Gibt es ein Gut, wenn es kein Böse gibt? Gibt es ein Glücklich, wenn es kein Traurig gibt? Gibt es kein Hoch, wenn es kein Runter gibt? Gibt es kein Links, wenn es kein Rechts gibt? Gibt es keinen Dick, wenn es kein Dünn gibt? Stimmt eigentlich, wenn es keinen gibt, der dünn ist, sind wir alle dick. Gibt es dann einen nicht so und voll dick? Oder gibt es groß und klein, wenn alle 1,80 groß sind? Bin ich jetzt im Kreis Perhaps gelaufen? our true nature is neither extreme. Path and a life in balance is the middle path. But where is this middle path? I have not seen or heard it, though I cry out, "Hello!" in the unpopulated wilds. I seem to be alone. I want to give an opportunity to someone who has followed me secretly, a chance to walk with me. But it seems unlikely as chickens that swim for anyone to change the path they have chosen. Aber irgendwas Sinnvolles drin gerade. Es gibt kein total richtig oder total falsch, es gibt nur einen Weg in der Mitte. Und ich wünschte, ich würde den Weg in der Mitte mit jemandem zusammengehen. Auch wenn ich irgendwie schreie Hülo und Junge, du erinnerst dich, dass du das kaputte Fenster geschlossen hast, aber du weißt nicht, warum du es getan hast. Du genießt die Freiheit wie ein Meerschweinchen im Labyrinth. Ja, es gibt keine extrem richtig, extrem falsch, es gibt nur den Mittelweg. Extrem fröhlich, extrem traurig, Mittelweg. Wir bewegen uns immer in der Mitte zwischen zwei Extremen.
was ich auch nicht anders haben möchte. Ich möchte nicht irgendwie super happy sein. Hey, hier, meine Endorphin-Gedöns ist volle Kanne und yeah, ich bin immer nur am Grinsen. Immer schön in der Mitte gehen. Nicht zu weit links, nicht zu weit rechts. Vor allen Dingen nicht zu weit rechts. Und da hinten sehe ich endlich mal was Geiles. Da flog der Drache da rum und da ist seine Basis. Nee, was ist das da hinten? Ist das eine Statue? Eine große? Da geht's ganz schön bergab. Und ich kann nicht runterspringen. Gut. Aber ein schönes Tal. Ja. Man kann auch nicht die ganze Zeit gut sein. Irgendwann muss man mal auf die Kacke hauen. Ich weiß nicht, so... Ich sollte vielleicht die nächsten Wodka nicht trinken. Ja komm, einmal kann man es machen. Zack, 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 Abschuss. Krankenhaus. Oh, Glück gehabt. Oder der Körper hat selbst reguliert und gesagt, okay, Alarm, raus damit. Wie war das noch? Auf dem Wasser, wenn das Ohr sagt, hey, hier ist nach links geneigt, das Auge sagt, ist nach rechts geneigt. Verstand, hier hinten der kleine Apparat der Echsengehirn, sagt dann, hey, das kenne ich, vergiftet, raus mit dem Oh, und so wird man seekrank. Obwohl es eigentlich nicht... Dieses Gefühl auf dem Ohr, wenn das Regen nicht mehr rauscht. Gewohnheit übrigens. Gewohnheit an ein Geräusch vom Regen. I dreamed of a brightly colored carnival that came to the village. A dark storm threatened on the horizon, and the winds battered the tents and streamers. A hawker in a top hat cried out from a grandstand, "Come one, come all, test your wits and guile in the house of mystery. Adventure or horror, it is up to you." A game of $60 for the majestic audience. Lines of people with blank eyes starved wide filed in slow procession into the tent. Ich träumte von einem Karneval, der in die Stadt kam, also ein Zirkus. Und der hat dann gesagt, kommt einer, können alle kommen, gebt uns $60 und schon geht's ab. Oha, das ist mal ein geiler Weg. Hier schön viel Steine, dann geht's da lang und vielleicht kommen wir ja hinten zu dem Dings. Ja, Karneval kommt in die Stadt, sagt hier, Magic, die werden ihren Augen kaum trauen, was wir hier alles bieten. Menschen, Tiere, Sensationen und einen kleinen Platz zum Wohnen. Der ist Wohnmobil, da können Sie auch mal reingucken, aber bitte nichts mitnehmen. Wir sammeln. Und ich habe keine Ahnung, was das jetzt mit dieser Geschichte zu tun hat, aber wir nähern uns wohl dem Ende, nehme ich an. Des Weges zumindest. Und ich hoffe doch stark, dass ich nicht am Anfang mich falsch entschieden habe und jetzt alles für die Katze ist. Also sowieso nicht. Ich habe viel über das Leben nachgedacht. Über Maschinen, über die richtigen Entscheidungen, über Vor und Zurück, über hin und her, über Yin und Yang. Noch nicht, aber hat ja auch mit Gut und Böse zu tun, weil ohne Yin kein Yang. Ohne Schwarz kein Weiß, ohne Gut kein Böse, habe ich schon erwähnt, ja. Und Yang, Karma ist auch immer schön. Auch wenn ich Karma eher so sehe, tu was Gutes und es wird dir was Gutes tun. Und nicht irgendwie. There are those who simply never choose a path. They know that neither extreme is balanced, but they cannot find the middle path, and so they become frozen in a stasis of indecision.
Distracted by anything and following the whims of the day, they seek to fill the emptiness with any passing fancy. They too seek the genie, but they do not know why, and so become lost. Even with unmoving eyes they see me. They would eat me alive if they could. Ja, manche wollen sich nicht entscheiden und bleiben dann stecken, wie der hier. Wissen nicht vor und zurück, tanzen vielleicht nur und... Ach, hier stehen noch ein paar. Du siehst so aus, als könntest du dich noch bewegen. Oder du bist einfach nur so ein Standard-Asset von Unreal Engine und siehst halt so aus. Wie ein Endboss. Oder wie ein Schleichtier. Und Imsen geht's auch nicht so gut. Er konnte sich auch nicht entscheiden. Und das Viech sieht mal geil aus. Der nicht so. Okay, ich finde es natürlich geiler, wenn der hier auch so ein Design hätte. Aber okay.